Bitte schön. Ja, ein ganz, ganz herzliches Grüß Gott aus unserem kleinen Wintergarten hier. Aus gegebenem Anlass sagen euch Julia Sonne und ich als Karsten Steffens. Ja, wir sagen auch guten Abend. Es sind so die letzten langen, hellen Tage. Und also wir haben hier fantastisches Wetter. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr es im Norden oben habt oder wo ihr wohnt. Ja, Karsten. Ja, ich schließe mich dem an. Wir hatten einen strahlenden Sonnentag heute. Und ja, aus gegebenem Anlass möchten wir uns dem Thema Frieden widmen. Ihr wisst das, ihr kennt das Thema. Ich werde mich auch sehr kurz fassen. Ich habe mir 3 Sätze als Einleitung zurechtgelegt, die ich jetzt zum Besten geben möchte. Die hat die Julia vor, ich schätze mal, 1,5 Jahren von unseren andromedanischen Freunden empfangen. Und die schienen mir sehr passend zu sein für die heutige Sendung. Also bitte, hier sind diese 3 Sätze. Wer im Frieden ist, der ist in der Ruhe. Wer in der Ruhe ist, der ist im Frieden. Wer im Frieden und in der Ruhe ist, hat die Kraft der Liebe in sich. Ja, und mit diesen Sätzen übergebe ich auch schon an die Julia, die diese Meditation heute, wie auch beim letzten Mal, live für euch channeln wird. Ja, ich möchte aber jetzt noch ein paar Menschen grüßen, denn es ist mir zu Ohren gekommen, dass in Sachsen einige Menschen dabei sind. Das heißt, ein PC und 20 Menschen drumherum. Und das ist natürlich was ganz Exklusives auch für uns. Das heißt, wir danken dem Mandy, wir danken auch dem Jörg und wir danken auch dem Tom, der wo ganz woanders sitzt, ja, dass ihr sehr viel geteilt habt. Und es haben sich auch einige Menschen noch bereit erklärt, von sich aus es zu teilen. Also die Message, dass wir heute Abend da sind. Und es wäre ein riesiges Vergnügen, würde ich euch alle persönlich anschauen können und begrüßen können. Also das ist so immer das, was wir tun, wenn wir hier vor Ort unsere Gäste haben, dass wir erstmal eine längere Zeit brauchen, um jedem Hallo zu sagen, guten Abend, wie geht's? Und auch tiefer etwas schauen. So, es ist schön, dass ihr da seid und vielleicht sagst du noch etwas, was mir ganz wichtig wäre, was ich jetzt nicht so gut kann, weil ich mich schon jetzt in die Konzentration begebe. Was ist ein Maharishi-Effekt? Ach, herrje, jetzt hast du mich wieder. Ja, das ist wichtig, weil deshalb sitzen die ja alle da. Das ist, soweit ich mich erinnern kann, eine Bezeichnung. Ja, es hat in den 70er Jahren in Amerika, ich lege mich da jetzt nicht fest, es kann noch ein paar Jahre früher oder später gewesen sein, schon mal eine Bewegung gegeben, die sich in Gruppen, teilweise auch in Stadien oder in anderen öffentlichen Gegebenheiten zusammengefunden haben und dort für ein bestimmtes, friedliches, positives Thema meditiert haben. Ja, und das haben die wissenschaftlich untersucht und konnten danach wirklich also Beweise liefern, dass zu den Zeiten, wo halt eben diese Menschen sich damals zusammengefunden haben und in einem bestimmten positiven, in einer positiven Gesinnung. Darf ich kurz unterbrechen? Ich sehe gerade, wenn du mit der Hand auf dem Tisch dich bewegst, dass die Kamera sich bewegt. Okay. Es kann sein, dass das Bild wackelt. Weißt du, darum habe ich jetzt das gesehen gerade. Ne? Jetzt werde ich die Hand von der Maus nehmen und das Ganze nochmal. Also wenn sich Menschen zusammenfügen, auch wenn es nur eine kleine Gruppe ist, das ist das, was ich damit sagen möchte, oder dass es auch damals herausgefunden wurde, wenn sich die wissenschaftlich es ist wissenschaftlich untersucht worden, wenn sich die im Gleichklang befinden, so wie wir das jetzt gleich unter Julias Führung tun, dass wir uns auf den Frieden einschwingen, dass wir diesen Frieden uns wünschen, dass wir friedliche Gedanken haben, dass wir uns alle zusammenschließen, und wenn es auch jetzt keine 1000 Leute sind, aber das ist jetzt in dem Fall auch nicht so wichtig. Trotz alledem wird das oder hat das einen Effekt. Ja, weil die Gedankenkonzentration, ich darf das jetzt mal so machen, bündelt sich wie ein Laser.
Und wenn wir alle in einem friedlichen, emotionalen Bereich auch sind, also nicht nur im gespielten Frieden, sondern in einem emotionalen Bereich uns bewegen, haben diese Gedanken Kraft, eine Energie, eine Kraftübertragung. Und wir erinnern uns, wir haben, also ich habe es mal in der Schule gelernt, dass selbst ein Kolibri, der winzigste Vogel, einen Flügelschlag machen kann. Und dieser Flügelschlag, der ist dann das Fass zum Überlaufen, was eine Bewegung insgesamt in der Kette auslösen kann. Gut, Karsten, ich bitte dich, die Hände sehr ruhig zu halten, weil ich saß jetzt am Bildschirm. Ich weiß nicht. Ich nehme meine Hände jetzt ja. Von dem Tisch, von der Maus ist halt so, ne, weil wir sind ja nicht so. Ich werde mich jetzt ganz konzentrieren und einstimmen. Okay. Bitte nehmt einen Zettel zur Hand und einen Stift. Das ist immer recht gut. Nach der Zeit, wo wir fertig sind mit der Meditation, ist es sehr schön, wenn ihr es für euch aufschreibt, weil wenn 20 Minuten vergangen ist, kann man manchmal das richtige, frische Bild nicht ganz wieder hervorholen. Betrachtet bitte auch die Menschen, die vielleicht das erste Mal dabei sind. Was ist das? Es ist wichtig, ihr müsst bequem sitzen, ja, komfortabel sitzen, ja, richtig gemütlich machen. Und wichtig ist, dass ihr, wenn ich jetzt vielleicht bekomme, wir gehen auf einer Wiese, ich weiß es jetzt noch nicht, wie der Text ist, und ihr seht ein Meer, dann bitte bleibt in eurem Bild. Ja? Und ja, wir versuchen es einfach. Okay, jeder? Bist du fertig? Ich bin bereit, ja. Okay. Ich freue mich sehr. Ja, wir werden sehen. Bitte seid so nett, macht es euch kuschelig, bequem, Kissen noch hinten in den Rücken reinstopfen oder liegen, so wie ihr eben den PC jetzt eingestellt habt, es etwas auf laut dann stellen, damit ihr uns oder mich gut hört. Bleibt bitte in eurem eigenen persönlichen Glaubensbild. Das heißt, in eurer Religion, das, was du als wichtig empfindest, bleibst du. Das hat nichts damit zu tun, auch wenn ich jetzt eine mediale Meditation spreche, ist das für dich nur die Bekräftigung in deinem positiven Glauben. Ja? Gut, fangen wir an. So schließen wir einfach die Augen. Und jeder für sich atmet in sich ein. Und so wie er will, lässt er die Atmung durch sich hindurch strömen oder sausen, so wie die Atmung möchte. Einatmen und wieder so ausatmen oder atmen durch den Körper, wie es genehm ist, wie es gerade passend ist. Wichtig dabei ist, dass ihr jetzt konzentriert eurer Atmung folgt. Warum? Wenn ich die Aufmerksamkeit auf mich selbst lenke, auf meine Atmung, ich spüre mich, wie ich sitze, wo ich bin, dann beginnt mein Bewusstsein, dass es sich konzentriert, dass es wach ist, hellwach, und der Körper kann loslassen. Und das ist das Wichtigste für diese Geschichte. Ich nenne es immer gerne die Geschichte, die jetzt folgt. Und ihr könnt, wie ihr wollt, jetzt mit mir in diese Geschichte eintauchen. Und vielleicht bist du oder ich oder wir der Hauptdarsteller. Lassen wir uns überraschen, welche Geschichte. Wir atmen und in dieser Atmung lassen wir jetzt um unseren Körper herum ein wunderschönes Lichtfeld entstehen. Wie geht das? Wir können uns vorstellen, also richtig aktiv mit unserer Fantasie noch, dass wir uns in ein zauberhaftes, gut anfühlendes, warmes, schönes Licht hüllen. Und dieses Licht ist wichtig, es schmiegt sich um den eigenen Körper herum an, von den Füßen, die Waden, die Knie, um die Oberschenkel, um unser Heiligtum, um unseren Bauch, um den Brustkorb, um Arme, um beide Arme, um den Hals und um den Kopf.
Und diesem Licht geben wir jetzt einen Satz, der ist wichtig. Ich bin im Frieden. Wir lassen diesen Satz in das Licht einschwingen. Wir können uns das vorstellen. Manche können vielleicht sehen, dass dieser Satz, ich bin im Frieden, dass er um oder in das Licht einschwingt und vielleicht das Tanzen beginnt oder auch nur dasteht. Einfach nur in sich empfinden und jetzt in sich schauen, wie es du dir selbst vorstellen kannst. So, und jetzt lassen wir jeder für sich den Lichtmantel, den Lichtkreis oder das Licht sich ausdehnen, nach vorne dehnen, einfach dehnen, sich weiten, nach rechts weiten, nach links weiten, nach hinten dehnen, nach oben dehnen, nach unten dehnen. Unser Licht dehnt sich, mein Licht dehnt sich nach allen Richtungen. Und es ist so groß, dass es immer weiter in die Weite geht, sodass der ganze Raum erfüllt ist von diesem Licht. Und wir erinnern uns, die Geschichte beginnt, ich bin im Frieden. Und wenn wir jetzt da sitzen, dehnt sich unser Licht nach allen Seiten und auch der Satz wird größer und schwingt, ich bin im Frieden. Und wenn wir jetzt uns so konzentrieren, so empfinden wir mehr und mehr Ruhe. Der Körper kommt in die Ruhe, die Gedanken kommen in die Ruhe. Jo, und jetzt fangen wir einfach an. Jeder von uns geht jetzt auf einem Weg. Dieser Weg ist in der Natur oder dort, wo du siehst. Dieser Weg kann auch an einen See führen. Es ist Spätsommer, ein sehr warmer Tag, die Sonne lacht, der Himmel ist blau und je nachdem, wie du wählst, schwimmst du durch den See. Und derjenige, der sich entscheidet und sagt, ach, ich gehe lieber um den See, ja, da gibt es bestimmt einen wunderschönen Uferweg. Oder den Weg, den du jetzt vor dir genau wahrnimmst. Jeder Schritt, jeder Atemzug im See, das Schwimmen im See, das Wasser, die Berührung mit dem Wasser. Das Wasser ist weich und auch warm und es trägt mich an das andere Ufer. Zug für Zug schwimme ich weiter in Freiheit. Ja, ich spüre Liebe und Leichtigkeit. Ich bin getragen. Ich atme in das Getragensein. Ich spüre das leichte Getragensein. Und dieser Lichtmantel ist immer noch um uns. Er ist um mich, er ist um dich, er ist um uns. Wir erreichen das andere Ufer Schritt für Schritt oder Schwimmen für Schwimmen. Und schon sind wir auf der anderen Uferseite. Wir sehen uns um, ich sehe mich um, du siehst dich um. Was kannst du sehen? Kann ich das Schilf sehen oder sehe ich wunderschöne Blumen? Oder sehe ich ein wundervolles Licht? Sehe ich Wolken? Was siehst du? Jedenfalls ruhe ich. Ich suche mir eine Begebenheit, einen Ort, Platz, eine Bank,
einen Stein, ein Holz oder ich lege mich auf die Erde. Ich lasse einfach los. Ich lasse meine Nerven los. Ich lasse meine Muskeln los. Ich lasse jetzt alles um mich herum los, denn ich bin getragen in meinem Frieden. Ich bin getragen in der Leichtigkeit. Und wenn ich jetzt mit meinen Augen nach oben sehe, Richtung Horizont, kommt mir ein Licht entgegen. Ich schaue, ob ich das Licht sehen kann. Ja, welche Farbe hat dein Licht, unser Licht, mein Licht? Und wenn ich es einlade, es ist das übergeordnete, positiv-göttliche Licht, was dich kennt, was uns kennt, was mich kennt, was ganz individuell jetzt ist. Und wenn du es einlädst, dann berührt es dich an deinem Körper. Und wenn du noch tiefer in dich einfühlst, berührt es ganz sanft, ganz zart deinen Körper. Und jetzt denke bitte in dieser Geschichte den Satz, ich bin im Frieden, ich lasse mich los. Ich bin im wundervollen, im liebevollen Frieden, in Geborgenheit, in Leichtigkeit, in Freiheit. Ich fühle mich jetzt selbst. Ich bin in mir selbst. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Mit diesem Licht tritt ein Symbol hervor. Es kann sein, wie im Märchen, dass sich plötzlich ein Teppich ausrollt. Und du legst dich auf diesen Teppich und der Teppich beginnt, dass er abhebt und über die Erde schwebt. Oder du steigst in einen Heißluftballon. Oder du steigst in eine Art Flugzeug. Oder, wenn du es ganz modern haben möchtest, steigst du in ein wundervolles, positiv, liebevolles Üben. Die Geschichte beginnt jetzt und immer wieder wiederhole ich für mich, ich bin im Frieden. Und dieses Ich bin im Frieden hebt mich jetzt in die Leichtigkeit dorthin, wo jetzt der eigene Weg für jeden selbst beginnt. Es beginnt jetzt dieser Weg für dich, für uns, für mich. Du siehst etwas herab und schaust, wo du bist. Ist es so, dass du jetzt von der Erde abhebst in Richtung nach oben, in Richtung Weltall? Oder bist du etwas tiefer? Sehe bitte in deiner Geschichte genau hin, was du jetzt siehst. Wunderschön wäre, wenn du unser eigenes Land sehen könntest. Wunderschön ist es, wenn du jetzt in unser eigenes Land, wo wir wohnen, in unserem Deutschland, die Nachbarländer, wenn du jetzt von der Perspektive, wo du oben bist und du bist in dem positiv göttlichen, wundervollen Lichtgefährt, dass du die Gedanken auf die Erde projizierst mit Ich bin im Frieden. Wir sind im Frieden. Du bist im Frieden. Und wir stellen uns jetzt einfach vor, dass wir dort, wo wir jetzt sind, ob wir schweben, dort, wo du jetzt bist, wo du jetzt dich empfindest, dass ein heller Lichtstrahl von oben dich durchflutet. Es ist die positiv-göttliche Dimension, die dich kennt, die du kennst, dein eigener positiv-göttlicher Aspekt. Und du gibst dieses Licht, diese innere Kraft weiter an den Globus Erde. Und jetzt sehe bitte genau, wo dein Licht auf die Erde
trifft. Schön ist es, wenn es dein eigenes Land ist. Schön ist es, wenn es deine Nachbarländer sind. Wunderbar ist es, wenn wir die ganze Erdkugel mit diesem Licht, ich bin im Frieden, ich bin im Frieden, wenn wir die ganze Erdkugel herum eintauchen in dieses wundervolle Ich bin im Frieden, ich bin in Ruhe, ich bin in Ruhe, wir sind in Ruhe, du bist in Ruhe. Und jetzt geben wir einen weiteren Satz in dieses Licht und die Erde oder in das Land, was du jetzt vor dir siehst. Ich bin in Liebe. Ich bin in Liebe. Hülle jetzt mit diesem leichten, angenehmen Licht die Erde ein. Sehe, ob dein Licht genau auch in die Tiefe der Erde gelangt. Es dehnt sich. Dieses Licht dehnt sich, ist größer, wird mehr, wird dichter, wird stärker, ist klarer, hat Kraft, hat Vitalität. Wow! Und jetzt gibt ein Gefühl in das Licht. Ja, ich will die Erde in Liebe sehen, erleben und fühlen. Versuch, dass deine Emotion in dieses Licht einfließt. Gönne dir etwas Zeit und erlebe die Dankbarkeit, die jetzt retour entsteht, denn die Erde fühlt, dass du das tust. Die Pflanzen fühlen, dass du diese Absicht gerade mit uns tust. Die Tiere fühlen es in ihrem Bewusstsein. Sie sind alle mit uns in der Verbindung. Geben wir dieses Licht der Liebe, dieses Licht des Freiseins, die Leichtigkeit, die positiv wundervolle Göttlichkeit in dieses Licht. Und jetzt erlebt bitte jeder Einzelne, du erlebst, wir erleben, ich erlebe, was die Erde uns jetzt antwortet. Wir achten auf die Gedanken. Es kann aber auch sein, dass die Pflanzen sagen, hey, wunderbar, es ist herrlich, ich kann mich dehnen, ja, ich kann atmen, ich kann leben. Seh bitte, was dein Bild dir zeigt. Es kann auch dein Garten sein. Es kann auch dein Haustier sein, was antwortet. Es kann auch dein liebender Mensch sein, der bei dir ist. Fühle, sehe, höre in dich. Was nimmst du wahr? Was nehmen wir wahr? Was nehme ich wahr? Während du wahrnimmst, gehe ich jetzt einen Schritt weiter in die Zeit. Die Zeit ist ein Konstrukt von uns Menschen, von Lebewesen auf diesem Planeten, die gebildet ist, die Zeit. Und wir durchfluten diese Zeit einfach mit dem Wort Zeit ist Liebe. Liebe ist Zeit. Der nächste Gedanke ist, Zeit ist Frieden, positiver Frieden, Miteinander sein, Freundschaft. Freundschaft, positiv miteinander sein, Frieden ist Zeit. Und wir gehen in das nächste Gedankenkonstrukt. Frei sein, Zeit für uns, für dich, für mich. Ich habe jetzt Zeit. Ich bin jetzt in der Zeit. Ich bewege jetzt die Zeit. Und jetzt bewegen wir alle die Zeit
in unseren Gedanken, bitte konzentriert euch. Ich bewege, wir bewegen, du bewegst die Zeit in Liebe, in Frieden, in Freiheit. In Liebe, in Frieden, in Freiheit. In Liebe, in Frieden, in Freiheit. In Liebe, in Frieden, in Miteinander, in Freundschaft, in Fröhlichkeit, in Freisein die Zeit. Die Zeit hat in unserer Geschichte ein Bewusstsein. Sie nimmt es dankend an. Warum? Weil die Zeit auch in unserer Geschichte ein eigenständiges Ich hat, ein Bewusstsein. Und diese Zeit nährt sich von dem Bewusstsein aller, die um uns sind. Und wir geben der Zeit den Impuls Freisein, Liebe, Miteinander, Freundschaft, Freiheit, Wahrheit, Liebsein, Ruhe, Lieb, Frieden, Freisein, Freisein. Und die Zeit nimmt diese Wörter an. Und jetzt beginnt diese Zeit in unseren Gedanken, mit unseren Gedanken, um die Erde, dass sie sich bewegt, dass sie die Erde einhüllt, aber in Freisein, in Liebe, in Miteinander, in Freundschaft, in Wahrheit und in positiv übergeordneter, wundervoller Lichtgöttlichkeit. Die Göttlichkeit, die der Ursprung von allem ist, von allem Schönen, von allem Leichten, von allem Lieben, von allem Freundlichen. Und sie gibt jetzt die Kraft in die Zeit. Die Zeit öffnet sich für Kraft. Bitte wiederholt in Gedanken Liebe, Frieden, frei sein, Freiheit, sein leicht, Frieden, Liebe, Miteinander, Freund sein, frei sein, freundlich sein. Ich bin in Ruhe. Ich sehe. Ich beobachte. Ich habe die Acht in mir. Ich habe das Sein in mir. Ich habe die Lebendigkeit in mir. Und ich habe die Freiheit. Ich besitze die Freiheit. Ich liebe meine Freiheit. Ich liebe mich selbst in diesem Moment, in dieser Zeit, wo wir jetzt sind. Und jetzt beobachtet bitte, du beobachtest, ich beobachte, wir beobachten. Wie bist du jetzt? Wie empfindest du? Siehst du von oben die Erde? Wir gehen jetzt einen Schritt weiter nach oben, durch die Zeit hindurch, hin in das wundervollste Licht, in das positiv göttlichste Licht. Und dieses Licht führt dich jetzt, dein eigenes positiv göttliche Licht, deine eigene innere Kraft. Lass es geschehen und nimm jetzt ganz deutlich die Gedanken, die Bilder und die Gefühle auf in dir. Nimm's an in dir. Und wenn du jetzt einen wichtigen Wunsch hegst, der dich beflügelt, der dich in gute Laune stimmt, ein wundervoller Wunsch, dann füge ihn jetzt ein. Ich helfe. Ich wünsche mir von meinem Herzen, in meinem Herzen, dass ich das, und jetzt setze dein Bild in der vollendeten Zielsetzung ein, erreicht habe. Und ich bin dankbar. Es ist so schön. Stell dir vor, dass dein Wunsch passiert ist, dass du ihn gerade erlebst
dass du ihn durchlebst und dass du Danke sagst, dass du dich ganz stark freust, dass du es erreicht hast, dein Ziel. Und gebe jetzt es ab und sage, wenn es dieser Wunsch ist, der für mich sehr, sehr gut ist, für meine persönliche Entwicklung, dann bitte übergeordnet positiv göttliches Licht vom Ursprung, helf mir. Setze es weiter in Bewegung. Ich erreiche mein Ziel. Ich habe mein Ziel, wow, dankend erreicht. Fühle bitte ein. Spüre in dich. Versuch es. Tu es jetzt. Geh nur in die guten Gedanken. Okay. Und jetzt komm wieder retour. Begegne mit deinen Blicken, mit deinen Augen jetzt der Erde. Schau auf die Erde. Schau auf die Länder. Schau auf die Stadt, wo du lebst. Schaue in dein Umfeld, wo du die Freunde siehst, deine Familie siehst, dich siehst, dein Umfeld siehst und gebe all diesen Lebewesen Licht in Freundlichkeit, in Dankbarkeit. Sage einfach Danke jetzt für dein Leben, dass du diese Erfahrungen, die du all in diesen Jahren gemacht hast, dass du diese Erfahrungen gemacht und erlebt oder erleben durftest. Jede Erfahrung polt dich ins Gute. Jede Erfahrung ist in sich wichtig, weil sie eine Erkenntnis in sich trägt. Und diese Erkenntnis gilt es, dass du sie siehst, dass wir sie sehen, dass ich sie sehe. Und wenn wir die Erkenntnis klar entdeckt haben, dann wissen wir, ach so, deshalb haben wir diese Erfahrung machen müssen. Und nun ziehe die Erkenntnis und sage, wow, es wäre einfacher, wenn ich es anders mache. Oder wenn ich es so lasse. Passe es jetzt dir in deiner Vorstellung an. Bleiben wir bitte noch in dieser Leichtigkeit, in dem Frieden, in der Liebe und folgen wir unseren Gedanken, dass wir jetzt durch die Zeit hindurchgehen, wieder Retour in Richtung Erde, dass wir uns, du dich, ich mich, von unserem positiv göttlichen, höchsten Licht leiten lassen, führen lassen, heben lassen, tragen lassen, wieder zurück in Richtung Erde. Wir schweben zurück in Richtung Erde, in Richtung diese Zeit, die jetzt auf der Erde ist. Wir wissen, dass wir die Zeit gerade deutlicher erlebt haben und wir wissen, dass das Bewusstsein der Freiheit, der Liebe, des Miteinander, der Freundschaft, des Friedens in dieser Zeit wirkt. Und diese Zeit und dieses Licht, was jetzt noch einmal von oben durch dich hindurch geht, durch Zeit, Raum und hindurch weiter tiefer auf die Erde, auf dein Land, auf dein Haus, auf die Erde, in die Erde. Atmen wir in die Erde, sei frei, sei im Frieden, sei in der Liebe, sei in Freundschaft. Ich liebe dich, Erde, in Freiheit, im Sein. Die Erde hat eine Intuition, auch ein Bewusstsein. Sie nimmt das an. Sie braucht es. Sie nährt sich. Und als dankendes Element sendet
sie aus ihrer Tiefe wie eine Mutter einen Gedanken an dich. Nimm ihn bitte jetzt auf. Sage Danke und komme weiter mit deinem Gefährt, wo du gerade sitzt oder liegst, ganz leicht wieder retour in Richtung Erde und Boden. Ganz sanft landest du, ganz sanft spürst du dich auf der Erde, sitzend oder liegend, so wie du jetzt bist. Du atmest in dich deutlicher ein und lässt die Atmung durch dich hindurch laufen. Vielleicht stellst du nun fest, dass es in dir leichter geht, dass du in dir bist, ganz tief. Nehme bitte jetzt alle Bilder mit. Erinnere dich an den Weg, den du gegangen bist, ob du über den See geschwommen bist oder am Ufer entlang oder ein anderes Bild. Sehe bitte das Licht noch einmal, was dich berührt hat im Körper oder vor dem Körper, dein positiv göttliches Licht. Gehe weiter in den Gedanken, was du erlebt hast, wie du geflogen bist, geschwebt, dass du die Erde von oben gesehen hast, mit welchem Licht du die Erde berührt hast, das Licht durch die Erde ging, mit dem Namen Liebe, Miteinander, Freundschaft, Freisein im Sein und Frieden und Ruhe. Kehre jetzt mit allen Erfahrungen, mit allen Bildern retour in Richtung Tagesbewusstsein und das geht so. Du atmest geduldiger in deinen Körper. Du kommst in deinen Körper. Du fühlst, wo du bist. Du fühlst deine Beine. Du fühlst deine Arme. Du fühlst deinen Körper. Du fühlst dich. Wie fühlst du dich jetzt? Wie ist das jetzt? Und wenn du kannst, gehst du den Weg wieder zurück. Du schwimmst zurück durch den See, den du gekommen bist. Du gehst den Uferweg zurück an den Punkt, wo wir gestartet sind. Schritt für Schritt, Schwimmen für Schwimmen, kletterst du aus dem See wieder retour. Gehst du am Ufer retour. Den Weg, den du gesehen und kommst jetzt an in Richtung Tagesbewusstsein. Du fühlst dich frei. Du bist in dir frei. Du bist in dir in Ruhe und in Liebe. Und ich danke dir in deinem Herzen, in deinem Sein, dass du mit mir jetzt diesen Weg gegangen bist. Und wenn du soweit bist, öffne deine Augen und so komme mit den Atemzügen in das Hier und Jetzt. Und wenn du soweit bist, ja, so öffnen wir einfach die Augen. Wenn du nun dich erinnerst, nehme deinen Stift und schreibe dir deine Geschichte jetzt auf das Papier. Erinnere dich bitte, ich helfe ein bisschen, dass ich so Begriffe noch nenne. Wie erlebtest du deinen Lichtmantel, Kreis, Lichtspot, Wolke, Licht? Wie war das? Konntest du eine spezifische Farbe erkennen? Wie war dein Gefühl in diesem Licht? Konntest du folgen dem Satz, ich bin im Frieden? Oder bekamst du andere Begriffe? Schreibe diese auf. Wie war dein Weg? Wo hast du oder wo bist du gegangen? Ist besser. Wo bist du gegangen?
Ist der Weg in der Natur gewesen, in der Stadt, am See, am Meer? Wo? Aufschreiben. Jedes Symbol, was du gesehen, ist wichtig, ist der Schlüssel für dein eigenes Erleben in deiner Welt, in deiner Seelenwelt. Wie war das? Konntest du schwimmen? Bist du geschwommen? Oder bist du gegangen um den See? Oder bist du auf einen Berg gegangen? Oder. Schreib es auf. Wie ging es dann weiter? Konntest du dieses Licht sehen, welches vom Horizont auf dich traf? Durfte dieses Licht, dein übergeordnetes, positiv göttliches Licht, in dich? Hast du es geschafft, dass du diese Erlaubnis gedacht hast, ja gut, komm ein, ström durch mich? Und wenn ja, wie fühlte es sich an, sanft, weich, wohlig? Wie ging es weiter in deiner Geschichte? Bist du geflogen? War es leicht? Wie ging's? Bist du weiter nach oben? Konntest du die Erde von oben sehen? Welches Land? Dein Land? Unser Land? Mein Land? Wie? In welchem Gefühl konntest du das Gefühl hindurchlassen in Richtung Erde, Liebe, frei sein? Wow, war da ein Gefühl? Wie sah es aus? Wie sah es sich an? Ist besser gesagt, wie sah es sich an, das Licht? Ging es in die Erde tief? Ging es um unseren Globus? Wie dehnte es sich? Wie weitete es sich? Wie war dein Gefühl? Gingst du weiter in die Zeit? Die Zeit, die wir öffneten und lebe, frei sein, freundlich sein, frei sein, miteinander, lieb sein, Frieden, Ruhe. Wie ist die Zeit? Sie nahm es, sie arbeitet. Wie ging es weiter? Wie bist du diesem ganz, ganz hellen Licht begegnet, dem Ursprung, dem Licht, wo alles Gute drin liegt, ist, wo alles Schöne, Liebevolle sich bewegt? Welche Bilder und welche Ideen und welche Gedanken kamen hervor? Schreib es auf. Wie konntest du dich selbst erleben? Wie war dein Wunsch? Schreib ihn auf, dass du ihn dankend erlebt. Schreib ihn und sag Danke, aber gib den Wunsch nach oben in das Positiv-Göttliche mit dem Impuls, wenn es noch etwas Schöneres gibt, dann gerne. Und wenn dieser Wunsch für dich, für uns super ist, in der Entwicklung deines Lebensweges, ja, nimm es an. So, und wenn du das alles schon aufgeschrieben vor dir, dass du es liegend siehst, dann fallen dir vielleicht noch die Impulse ein, die die Erde dankend
sagte, dass die Erde vielleicht dir eine Idee gab, die Tiere, die Pflanzen, da war ja eine Menge enthalten. Schreib das bitte für dich auf. Denn diese Geschichte, diese Meditation dient dir. Alles, was du in dir erlebst und alles, was du in dir siehst, ist mit dir in Verbindung. Das ist eine Art Symbolsprache, die ganz individuell ist, die nur für dich ist. Und den Schlüssel, der liegt in deiner Hand. So denke ich, dass wir jetzt alles so ein bisschen rekapituliert haben, oder? Ja, mit Sicherheit. Und so kommen wir wieder zurück und ich kann einfach mal sagen, ich bedanke mich. Es war heute eine ganz andere Meditation, die mit Begriffen einherging, mit Fühlen. Mhm. Und Ganz wunderbar. wenn ihr jetzt einfach noch etwas aufschreiben möchtet in den... Ja, ich kann das einfach nur noch mal wiederholen. In den Chat, über Jeet.tv gibt es einen Chat, in den ihr hineinschreiben könnt. Ganz einfach einen Nickname wählen und dann hineinschreiben. Ich habe das letzte Mal gehört von Teilnehmern, dass das nicht so gut geklappt hat. Ich hoffe, dass es dieses Mal klappt. Also fühlt euch frei. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, bitte entweder über diesen Chat oder aber auch ganz gerne, wenn ihr wollt, wir haben ein Telefon neben uns stehen. Das heißt also, wenn ihr hineinrufen möchtet, der Jeet ist so lieb und blendet die Nummer nochmal ein. Oh, da steht schon was. 08663 4190 757. Da könnt ihr uns jetzt, wenn ihr uns etwas sagen wollt, direkt erreichen und hineinrufen. Oder natürlich auch über die angegebene E-Mail, das ist in dem Fall meine E-Mail-Adresse, hp.karsten mit K geschrieben, Steffens, @t-online.de. Da könnt ihr uns auch eure Gedanken mailen, wenn ihr das möchtet. Ja, da gibt es also, wir leben in der multimedialen Zeit, viele Kontaktmöglichkeiten. Wie gesagt, traut euch. Die Mandy schreibt rein, Dankeschön, danke dir, liebe Mandy, liebe Grüße für dich, ganz besonders liebe Grüße und danke für deine Arbeit und deine Hilfe. Ja, ihr Lieben, traut euch, wenn noch Fragen da sind oder Anregungen da sind, jederzeit herzlich gern. Ja, und wie gesagt, heute ist der 12.9. Ja. September und wir achten jetzt auf die kommende Zeit, wie sie sich bewegt. Ja, kann das jetzt nur so weitergeben. Wünschen wir uns, dass sie sich ins positive, Göttliche bewegen möge, für alle. Ich hoffe auch, die Gruppe, die etwas mehr um den Computer sitzt, ja, ihr konntet den Ton gut hören. Ja. Und vielleicht in der Runde, wo ihr jetzt zusammen seid, besprecht ihr miteinander. Und wie gesagt, der Karsten sagte, wenn Fragen vorhanden sind, ja, ihr könnt auch reinrufen, auch nach der Sendung noch. Also wir werden noch ein bisschen hier sitzen bleiben. Wenn jemand also jetzt quasi das nicht live mitteilen möchte, sondern eher so eine private Frage hat oder so, jederzeit gerne. Wie gesagt, unter dieser eingeblendeten Nummer, ich wiederhole sie nochmal, 08663 4190 757. Könnt ihr uns auch nach der Sendung direkt erreichen, wenn ihr eine Frage habt oder die ihr vielleicht jetzt nicht in der Öffentlichkeit stellen möchtet, sondern die ihr privat an uns stellen möchtet. Jederzeit gerne. Gut, in dem Sinne, ich sehe hier auch im Chat jetzt nichts mehr. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, es könnte natürlich sein, dass es ein bisschen schwierig ist, aber vielleicht ist der eine oder andere nicht ganz vertraut mit dem Chat, aber gut, es ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, uns etwas mitzuteilen. Ja. Gut. We will see.
Ja. Jetzt kommt noch etwas. Der Tom schreibt etwas rein. Hallo Leute, wahre Erde und Zeitgürtel mit Liebe, hellrosa, Freude, orange, Freiheit, hellblau, geflutet. Wow. Das war sehr gut. Ja, vielen Dank an dich, Tom. Toll. Hast ein schönes Gefühl gehabt. Ein starkes Gefühl. Auch der liebe Jeet sagt Danke, dem wir auch ganz besonders danken. Er macht es möglich. Dass er das möglich macht, dass wir das hier senden dürfen. Und ist ein ganz fröhlicher Mensch. Ein ganz lieber Mensch. Ja. Dem wir sehr dankbar sind, dass er das für uns tut. Ja. Auch der Sabine. Auch der Sabine ganz herzlichen Dank, natürlich. Seine Frau. Seine Frau. Und der Jeet blendet sich kurz ein. Applaus für Jeet. Genau. Gut, ja, ihr Lieben. Gut, dann wünschen wir euch viel Glück. Wir wünschen euch viel Glück, alles Glück. Möge es euch gefallen haben. Wir freuen uns sehr, wenn wir von euch etwas hören, dass es euch gefallen hat. Das wird uns natürlich noch mehr gefallen. Und so in diesem Sinne sage ich einfach gute Nacht. Die Sterne beginnen schon ihr seht, über uns, dass sie durch unsere Fenster leuchten. Wir haben einen ganz klaren Himmel, der sich jetzt langsam... Es lohnt sich auch in die Sterne, neigt. dass ihr schaut, weil manche Sterne bewegen sich am Himmel. Das ist wieder ein anderes Thema. Warum bewegen sich diese Sterne? Was könnte das sein? Das ist jetzt die Quizfrage, die ich jetzt nicht mehr beantworte. Aber es ist einfach interessant. In diesem Sinne, ich wünsche euch das Allerbeste für euren Lebensweg in Liebe, in Frieden, in Ruhe und in eurer positiv-göttlichen Fühlung. Ich schließe mich dem an. Gute Nacht. Alles Liebe und gute Nacht. Danke, Jeet. Ciao, danke, Jeet. Danke euch allen. Ciao. Dankeschön. Die Wiederholung wird in circa 15 Minuten auf die Seite da zu sehen sein. Vielen Dank. Vielleicht, wenn es klappt, kann ich das gleich hier einsetzen. Ciao.